Hallo liebe FC Bayern Freunde, willkommen auf Bayern News. Ja, heute lasst uns mal reden über den FC Bayern Company und seiner Taktik bzw. Aufstellung. Klar, jetzt Bayern München 3:3 gespielt, auswärts bei Eintracht Frankfurt. Auch das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Wir haben bis vor kurz 3:2 geführt und dann in der Nachspielzeit noch das 3:3 durch Marmoush bekommen. Man muss aber auch sagen, er hat super gespielt gegen den FC Bayern München, 2 Tore erzielt. Die hätten aber so nicht unbedingt fallen müssen und auch nicht fallen dürfen. Klar, im Moment Bayern noch Tabellenführer, zum Glück 14 Punkte. Jetzt muss man sagen, punktgleich mit RB Leipzig, aber dank des besseren Torverhältnisses von 20 Toren geschossen. 7 Gegentore ist zwar jetzt auch nicht so viel eigentlich, aber die 7 Punkte haben den FC Bayern München schon Punkte gekostet, gerade in der Bundesliga. Ja, schauen wir uns auch mal an. Die Spiele bis jetzt gegen Wolfsburg, erster Spieltag, gut gewonnen, aber auch 2 Gegentore. SC Freiburg zu Hause auch dominant gespielt und der FC Bayern auch verdient gewonnen. 6:1 auswärts bei Holstein Kiel. Darüber braucht man gar nicht reden. Das war auch mega hoch verdient. Der Sieg auch in der Höhe vom FC Bayern München. Aber auch ein Gegentor gegen Holstein Kiel. Dann auswärts das Spiel von Bayern München war auch super dominant vom FC Bayern gegen Bremen. Da haben die Bremer auch keine richtige Torchance gehabt. Dann das Spitzenspiel zu Hause, Bayern gegen Bayer Leverkusen. Deutscher Meister Leverkusen, kaum eine Chance gehabt, eine richtige Torchance gegen Bayern München. Das war auch wieder ein sehr gutes Spiel vom FC Bayern München. Aber auch da, okay, muss man sagen, keine richtigen Torchancen für den FC Bayern. Und im Endeffekt dann ein 1:1 verdient für Leverkusen so oder so nicht wirklich, weil so wie der deutsche Meister in Bayern aufgetreten ist, das war jetzt unbedingt keine Meisterleistung, eigentlich nur in der eigenen Hälfte gewesen bei Leverkusen. Aber Bayern München konnte das nicht ausnutzen und da 3 Punkte zu holen. Und jetzt dann auswärts bei Eintracht Frankfurt, das war ein super Spiel, auch wieder vom FC Bayern München. Bayern München hat Eintracht Frankfurt quasi 80% der ganzen Spielzeit in der eigenen Hälfte im Frankfurter Kreis eingeschnürt, auch Torchancen herausgespielt, der FC Bayern München, aber ja, dann diese 3 Gegentreffer, die hätten so nicht fallen dürfen. Das muss der FC Bayern bzw. Company schon jetzt auf jeden Fall anfangen zu ändern, weil die Bundesliga-Saison ist noch lang, die Champions League ebenfalls, auch in der Champions League im ersten Spiel gegen Dinamo Zagreb 9 Tore erzielt, aber auch wieder 2 Gegentore bekommen, die hätten auch so nicht sein müssen. Da muss der FC Bayern bzw. mit Kompanie auf jeden Fall dran arbeiten oder eventuell ein bisschen die Taktik ändern und das schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Und jetzt kommt dann auch nach der Länderspielpause, kommt der VfB Stuttgart nach uns, nach Bayern. Das wird natürlich auch ein schweres Spiel, gerade auch Stuttgart mit Demirovic, mit Undav im Sturm. Da muss der FC Bayern dann auch wieder aufpassen, klar. FC Bayern Offensive mega stark. Natürlich kann der FC Bayern immer 5-6 Tore schießen, aber da muss man ja auch immer wieder gucken, dass man da keine 3-4 Gegentore kassiert. Und das muss der FC Bayern mit Kompanie zusammen jetzt anfangen zu ändern. Schauen wir uns jetzt nochmal an. Das war jetzt die Startelf bei Eintracht Frankfurt vom FC Bayern. Ganz normale Aufstellung, klar. Aber wie wir alle wissen, die Abwehr steht sehr, sehr weit oben, wenn Bayern beim Gegner im Spielfeld ist. Und bekommt der Gegner dann einen Ball oder die beiden spielen in der Hälfte von dem Gegner im Fehlpass, kann ganz schnell ein Konter kommen, wie gegen Frankfurt auch quasi 3-mal. Und dann, klar, muss Upamecano und Kim quasi zurückfliegen, um den Gegner eventuell noch den Ball abnehmen zu können. Und das ist natürlich bei so einem hohen Pressing vom FC Bayern München sehr, sehr schwer. Und das hat man gerade jetzt gegen Eintracht Frankfurt sehr gut gesehen. Hat der Gegner gute bzw. schnelle Stürmer, schnelle Spieler, kann das für den FC Bayern immer ziemlich eng in der Abwehr werden. Mit der Aufstellung leider ja, weil alle Spieler sehr, sehr hoch spielen, inklusive der Innenverteidigung und natürlich auch den Verteidiger auf der linken bzw. rechten Verteidigerposition. Und da fehlt für mich dann jemand, der im Notfall richtig nochmal alles abräumen könnte, wenn auf dem Bayernkasten von Manuel Neuer
was zukommt, weil auch jetzt Manuel Neuer mit dieser neuen Taktik sieht man ja, der steht ja schon am Mittelkreis und das ist natürlich auch nicht optimal für einen Torwart, der eigentlich in seinem Kasten gehört oder halt in seinem 16-Meter-Raum. Da hat eigentlich Manuel Neuer nicht viel zu suchen vorne am Mittelkreis, weil wenn dann auch die richtigen Superclubs aus der Champions League, Real, Barcelona, Liverpool oder Manchester City kommen, da muss der FC Bayern ja noch mehr aufpassen und das ist zu gefährlich. Jetzt kann Kompanie das kleine Stückchen an Taktik noch so ändern, so einstellen, dass man nicht mehr so anfällig ist bei schnellen Kontern. Und das wäre so für mich dann die optimale Lösung mit meiner eventuellen Aufstellung für Kompanie Palhinha. Palhinha ist extra gekommen für die Holding Six als richtiger Sechser, wo hat man ihn verpflichtet und Eberl sagt auch, ja, die Spiele kommen noch für Palhinha. Ja, wann kommen sie denn? In der Bundesliga, Eberl sagt, ja, wenn dann die guten Teams kommen, die auch offensiv spielen, die hat man nicht in der Bundesliga gegen FC Bayern München, hat man gesehen gegen Bayer Leverkusen, die haben sich nur hinten reingestellt, da bringt dann Palhinha ja anscheinend auch nicht viel. Jetzt gegen Frankfurt hat man auch gesehen, die haben nur auf Konter gespielt, da hat der FC Bayern München 90% über 90 Minuten in der Frankfurter Hälfte gespielt, so aber mit der Taktik, mit der Offensive, was super ist von Kompanie, der FC Bayern spielt endlich wieder richtig schön Fußball, auch erfolgreichen Fußball, aber die Taktik ist halt sehr anfällig an Gegentoren bei schnellen Stürmern. Und da würde ich dann Palhinha mit ins Boot nehmen, er soll dann wirklich quasi nur hinten bleiben oder am Mittelkreis bleiben, wenn die Innenverteidiger dann doch noch mit nach vorne müssten. Aber mit Palhinha, das wäre eine mega Absicherung. Dazu natürlich dann auch Pavlovic und Kimmich mit im Mittelfeld. Die können dann auch weiter nach vorne spielen. Aber die Absicherung wäre dann zu 100% Palhinha. Und das wüssten dann auch die Mitspieler und könnten sich dann auch wieder richtig konzentrieren auf den Drang, nach vorne Tore zu schießen. Wenn man dann weiß im Hinterkopf, hinter mir, hinter uns ist dann ein Palhinha. Dann würde natürlich links außen Gnabry mehr als Schienenspieler halt spielen, wie bei Bayer Leverkusen, die machen es ja auch super, gerade in der letzten Saison mit Grimaldo auf der linken Seite oder Frimpong auf der rechten Seite als Schienenspieler, das wäre dann hier als Beispiel der Gnabry, der kann das auch, oder halt Michael Olise könnte das auch als Schienenspieler spielen, weil die Bayern spielen ja weiter offensiv, es geht ja nur darum, falls die Bayern mal den Ball verlieren sollten, dann aber schon durch ein Palhinha mit dieser Aufstellung hier abgesichert werden, zumindest besser abgesichert werden, auch in der Defensive, als es gerade im Moment der Fall ist. So oder so werden die Bayern auch mit dieser Aufstellung hier mit Palhinha immer noch sehr offensiv spielen, ihr Pressing weiterhin durchziehen können und auch den Gegner so unter Druck setzen, wie auch jetzt als Beispiel wie gegen Eintracht Frankfurt oder zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Nur hier wäre es der Punkt, der Bonuspunkt, dass man Palhinha hätte, der sich rein theoretisch nur um das Defensive kümmern könnte. Und in der Abwehr dann Upamecano, Kim natürlich, da müsste man gucken, ob man Guerrero halt spielen lässt oder halt eventuell Leimer. Leimer wäre vielleicht noch ein bisschen Tacken besser, was halt das Defensivverhalten angeht. Klar, Guerrero ist für die Offensive, wie jetzt auch gegen Frankfurt, auch schon wieder sehr gut gespielt. Aber was die Defensive angeht, das Defensivverhalten, wäre Leimer da vielleicht sogar ein Ticken besser, weil man muss nicht nur 11 Brasilianer haben, sage ich mal, auf dem Platz. Das funktioniert da nicht. Man braucht auch Leute für die Defensive, die aber auch Tacklings machen können und dabei halt den Gegner stören können. Und das wäre dann optimale Aufstellung hier. Meine Startelf, sage ich jetzt mal so, das hätte man gegen Frankfurt dann vielleicht schon anders spielen können. Und das Ergebnis wäre jetzt, denke ich mal, auch gegen Frankfurt anders gelaufen. Das wissen natürlich auch die Bayern-Spieler. Da hätte man gestern hin und wieder mal vielleicht ein Beinchen mehr stellen müssen oder den Gegner ein bisschen mehr drücken müssen. Aber bei schnellen Spielern ist das natürlich auch sehr, sehr gefährlich, was eventuell sonst eine rote Karte oder Notbremse angeht. Aber mit ein paar Linien im Rücken wäre das eventuell alles ein bisschen defensiver. Die Mittelfeldspieler könnten ihre Offensive wieder richtig ausnutzen und da bräuchte man sich nicht so die Gedanken machen, was mache ich jetzt, wenn ich einen Fehlpass mache. Nein, so weiß man, Palhinha ist da und das, denke ich mal, wäre eventuell eine Taktik, eine Möglichkeit von Kompanie, die man ausprobieren könnte, weil sonst wofür hat man Palhinha für 50 Millionen Euro, muss man sagen, ehrlich sein, verpflichtet. Welche Gegner sollen da kommen? Manchester City, Real Madrid, weiß ich nicht, weil ich denke mal, Bayern wird trotzdem Power nach vorne spielen. Und dann brauchte man Palhinha auch nicht. Oder aber dann kommt Real Madrid, da müsste Kompanie extra die Taktik ändern mit Palhinha,
Das wäre dann auch nicht so gut, wenn man kurz vor einem Spitzenspiel wie gegen Real oder Manchester City die Taktik ändert. Das wäre auch keine tolle Idee. Dann lieber jetzt Schritt für Schritt versuchen zu ändern, bevor die richtigen Gegner in der Champions League dann kommen. Ja, liebe Fußballfreunde, liebe Bayern-Fans, das wäre so meine Idee für Companys Startelf, um eventuell weniger Gegentore zu kassieren. Wie würde deine Startelf für den FC Bayern München und den Company aussehen? Schreib deine Startelf in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like, fürs Video und für ein Abo für Bayern News. Also dann, wir sehen uns. Mir Samir. Tschüss.